Ja, und ich hoffe, dass du jetzt noch immer zuschaust und nicht gerade vor Schock vom Stuhl gefallen bist. Peace, Leute, was geht? Heute muss ich mit euch über etwas sprechen. Und zwar hatte ich ja schon im letzten Video kurz angeteasert, dass ich vor kurzem so etwas hatte wie ein Twitter-Beef. Mein Tweet, ne, call it whatever. Ich meine, ihr wisst, dass ich jetzt nicht so die krasseste Drama-Bitch bin, wenn es um Social Media geht, aber ich hatte eine Diskussion, die ich sehr interessant fand. Vor allem, weil etwas gesagt wurde, was ich schon so oft gehört habe und was mich immer wieder aufregt. Und deswegen habe ich entschieden, heute ein Video darüber zu machen und das mit euch zu teilen. Ich setze euch kurz ins Bild, damit ihr wisst, was passiert ist. Also, es fing an mit, weiß ich nicht, irgendwie einem Witz über Milch ist Gift so. Lord Maria, hoffentlich werden wir irgendwann mal darüber hinwegkommen. Lord Maria, Lord Jesus Maria. Dann ging es weiter mit veganer Ernährung und wir wissen alle, dass das immer Grund für hitzige Diskussionen bietet. Und irgendwann, weirderweise, ging es dann plötzlich um die Ernährung von unserem Hund. Weil mein Freund nämlich erzählt hat, dass wir versucht haben, unseren Hund vegan zu ernähren. Ja, und ich hoffe, dass du jetzt noch immer zuschaust und nicht gerade vor Schock vom Stuhl gefallen bist, denn ich hatte das Gefühl, das waren auch so die Reaktionen der Leute auf Twitter. Alle waren auf einmal irgendwie total nervös. Und dann wurde das gesagt, was mich jedes Mal aufregt. Ihr könnt euch ja gerne vegan ernähren, aber lasst dem Hund doch bitte seine natürliche Ernährung. Natürliche Ernährung. Natur. Das ist doch gegen die Natur. Das ist doch unnatürlich. Leute, ich weiß nicht, wie oft ich in meinem Leben schon in Diskussionen involviert war, in denen dieses Argument gefallen ist. Und das waren alle möglichen Diskussionen. Das muss jetzt nicht unbedingt um die Ernährung eines Tieres gehen. Das Problem, was ich mit diesem Argument habe, ist Folgendes. Also wenn Leute sagen, ja, das geht ja aber gegen die Natur, haben sie immer das Gefühl, dass sie so das Killer-Argument gebracht haben, was in meinen Augen einfach nicht die Wahrheit ist. Und zweitens, die Art, wie es so benutzt wird und was es für eine Wirkung hat. Weil, okay, wenn du zu jemandem... Mann, immer wenn ich gerade gut dabei bin, weißt du, kommt Maul jetzt. Okay, wenn dir jemand sagt, dass das, was du tust, unnatürlich ist oder gegen die Natur, hat man doch erst immer das Gefühl, dass es falsch ist, oder? Das ist jetzt das, was ich meine mit Moral versus Natur. Ich habe nämlich das Gefühl, dass diese Argumentation an so vielen Sachen hängt. Weil Nummer 1, Bitch. Was in unserem heutigen Leben ist denn überhaupt noch natürlich? Soll ich dir mal sagen, was nicht natürlich ist? Dass du gerade vor diesem Bildschirm sitzt und mein Video guckst auf dem Handy, dass wir der unnatürlichen Technologie, die unser Leben so viel schöner macht, zu verdanken haben. Das ist nicht natürlich, Bitch. Und zweitens, um das jetzt nochmal schöner formuliert zusammenzufassen, ist nicht alles, was natürlich ist, gut, würde ich sagen. Also, ich weiß ja nicht, ob dir schon mal aufgefallen ist, aber es gibt ziemlich abgefuckte Sachen, die in der Natur passieren. So die überkrassesten Krankheiten oder Parasiten. Ich muss das kurz einschieben. Also, wir haben damals mal im Bio-Unterricht so ein Video gesehen und oh mein Gott, ich war noch nie so schock in meinem Leben. Es ging um einen Parasiten, der sich in einen Fisch einnistet. Dieser Parasit hat den Fisch, der dann sein Wirt war, von innen aufgefressen. Literally. Alles, was übrig war, war dieser weiße, eklig herangewachsene Parasit und der Fisch war tot. So, und dann denke ich mir so, ja, das ist Natur, es passiert in der Natur, aber es ist sehr grausam. Von daher denke ich, dass man gut und schlecht, auch wenn das meiner Meinung nach zu krasse Ausdrücke sind, nicht an der Natur messen sollte, sondern eher so am moralischen Empfinden. Ich weiß natürlich, dass Moral auch immer eine subjektive Sache ist und dass jeder für sich ausfigern muss, was er für moralisch hält und was nicht. Und das ja auch durch super viele Faktoren beeinflusst ist. Aber darum geht es ja auch nicht in dem Video. Also ich will euch in diesem Video nicht irgendwie belehren, was richtig und falsch ist. Ich will euch nur dazu ermutigen, über dieses Argument, das ist unnatürlich oder das ist natürlich, hinauszudenken, weil ich finde, dass das mega wichtig ist und dass das einen total einschüchtern und verunsichern kann, wenn man es nicht tut. So, that's the purpose of my video, now it's out. So, also jetzt nochmal zurück zu dem Tweet. Es wurde also gesagt, es ist unnatürlich, Ivy kein Fleisch zu geben und ich denke mal, so wie es in dem Zusammenhang gemeint war, sollte es auch heißen, dass das nicht richtig ist so, und dass wir das nicht machen sollten. Wenn es eine Möglichkeit gibt, dem Hund eine vegane Alternative anzubieten, ohne dass er an Mangelerscheinungen leidet oder sonst irgendwelche Einbußen hat, dann ist das doch eigentlich gut, oder? Weil das doch dann dafür sorgen würde, dass andere Tiere nicht für das Futter meines Hundes sterben müssen. Warum sollte man sich dann nicht für den moralischen statt für den natürlichen Weg entscheiden? Ich weiß nicht, ich hatte halt am Ende dieser Diskussion auch nochmal gesagt,
dass die Leute es ja vielleicht nur gut meinen. Also vielleicht geht es ihnen wirklich nur darum, sicherzustellen, dass es unserem Hund gut geht, was ja mega süß ist und so. Also danke, wenn es so ist. Aber at the same time, guys, ich weiß nicht, jeder, der mir auf Social Media folgt, weiß, dass ich obsessed bin mit meinem Hund. Natürlich habe ich mit dem Tierarzt vorher drüber gesprochen. Natürlich habe ich gefragt, ob das in Ordnung ist. Und natürlich bekommt Ivy, mein Hund, wieder mehr Fleisch, wenn ich das Gefühl habe, sie braucht das. Es war so, dass wir das mit der veganen Ernährung ausprobiert haben. Ich hatte das Gefühl, dass sie so ein bisschen Magenprobleme damit hatte und deswegen haben wir uns entschieden, ihr wieder ein bisschen Fleisch dazuzugeben. Das nur mal kurz, um das einzublenden, damit ihr jetzt nicht irgendwie Panik habt, dass es meinem Hund nicht gut geht. Ein weiterer Grund, warum ich denke, dass man über das Argument der Natur hinausdenken sollte und sich davon nicht unbedingt einschüchtern lassen sollte, ist folgender. Ich habe einfach das Gefühl, dass Leute das Argument immer so ein bisschen hinschieben, wie sie es gerade brauchen. Das ist nämlich auch in dieser Diskussion passiert, weil nachdem wir über dieses Fleisch- und Ernährungsthema hinaus waren, habe ich gesagt, naja, du redest so über das natürliche Umfeld des Hundes, aber das gibt es ja überhaupt nicht mehr. Also der Hund wurde über so viele Jahrhunderte domestiziert und lebt jetzt einfach mit dem Menschen und hat sich angepasst. Also es gibt keine Natur mehr für den. Wenn ich Ivy rauslassen würde in die freie Wildnis, würde sie wahrscheinlich in 10 Minuten von einem Auto überfahren werden. So. Es ist auch nicht natürlich, dass ein Hund regelmäßig gebürstet wird, damit sein Fell schön bleibt. Es ist auch nicht natürlich, dass der Hund überhaupt 3-mal am Tag Mahlzeiten bekommt. Es ist auch nicht natürlich, dass der Hund zum Tierarzt gebracht wird, wenn er ein Problem hat. Daraufhin hat halt die Person gesagt, naja, aber der Vergleich hinkt jetzt ja schon ein bisschen, ne? Weil die medizinische Versorgung ist ja gut. Und ich denke so, ja, sie ist gut. Aber deswegen ist sie noch lange nicht unnatürlich. Wenn es um die Ernährung geht und um den Fleischkonsum, ist es auf einmal mega wichtig, dass man sich an die Natur hält. Aber wenn es darum geht, einen Hund zu versorgen, der krank ist, dann ist es okay, die Natur zu ignorieren und ja, dem Hund die Hilfe zu geben, die er braucht. So, nee. Ich finde, es reicht nicht, etwas mit natürlich zu begründen. Wie ich schon vorher im Video erwähnt habe, es gibt Dinge, die in der Natur passieren, die sehr grausam sind und die ich jetzt nicht unbedingt als gut bezeichnen würde. Und es gibt viele Dinge, die unnatürlich sind, die aber sehr schön sind und unser Leben verbessern. So, und ich sage ja auch nicht, also das ist mir jetzt auch mega wichtig, dass das noch rüberkommt. Ich sage ja auch nicht, dass Natur und Moral ein unbedingter Widerspruch ist. Viele Dinge, die in der Natur passieren, sind schön. Und ich glaube, würden wir in anderen Umständen leben, wäre das alles auch unproblematischer. Also, sage ich mal, würde es ein natürliches Umfeld für Ivy geben und Ivy würde dort ihr Fleisch jagen und dann fressen, wäre das Ganze sicherlich unproblematischer. Aber in der Welt und in der Gesellschaft, in der wir jetzt leben, ist das einfach nicht möglich so. Und es ist auch nicht möglich, weder für den Hund noch für uns Menschen, Fleisch zu konsumieren, ohne andere Tiere auszubeuten und ohne den Planeten zu schaden. Und eine weitere Sache noch, die in meinen Augen das Argument der Natur gerade in dem Zusammenhang so ein bisschen entkräftet ist, dass wir ja, eben weil wir ein moralisches Empfinden haben und die Fähigkeit haben, über Dinge bewusst nachzudenken, irgendwie auch die Verantwortung haben, das zu nutzen. Oh mein Gott, ist das total durcheinander? Konntet ihr mir folgen bis hierhin? Ich habe noch so ein kleines anderes Beispiel, worüber ich mit Nick schon mal gesprochen hatte, was das vielleicht noch so ein bisschen verdeutlicht. Es geht nochmal um dieses Homosexualitätsthema, was ich vorher schon kurz angebracht hatte. Also wir haben mal darüber gesprochen, dass Leute eben halt auch in dem Zusammenhang oft sagen, ja, das ist ja nicht natürlich, Schwulsein ist unnatürlich und so. Ich persönlich denke nicht, dass es unnatürlich ist, weil wäre es unnatürlich, würde es nicht in der Natur vorkommen. Aber Nick und ich hatten mal so das Gedankenspiel, was wäre denn, wenn es wirklich unnatürlich oder ein Fehler wäre? Ist es dann dadurch schlecht? Ich finde nicht, weil wem schadet's? Wenn zwei Jungs sich lieben und sich gern haben, so dann lasst sie doch in Ruhe, das tut doch keinem weh. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat und dass ihr es interessant fandet. Und ich würde wirklich gerne wissen, was ihr so über das Thema denkt. Schreibt mir das gerne alles in die Kommentare. Ich möchte jetzt zum Schluss nochmal betonen, ich will wirklich niemanden des Todes belehren. Ich will euch nur motivieren und euch ermutigen dazu, Dinge zu hinterfragen. In diesem Beispiel, weil ich halt wirklich schon so oft darüber nachgedacht habe und ich mich viel damit auseinandergesetzt habe. Deswegen, ja, freue ich mich sehr über alles, was ihr mir in die Kommentare schreibt. Vielen, vielen Dank an Yannick für diesen Schnitt. Und nächste Woche Dienstag, oh mein Gott, das ist so ein geiles, lustiges Video geworden. Und zwar habe ich viele ziemlich skurrile und coole Sachen vegan eingekauft und habe sie getestet. Also ja, das solltet ihr nicht verpassen. Dann hoffe ich, es geht euch gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein, Leute. Bis dann.